Rosafarbene Felsen trotzen dem Meer. Wunderschön ist die französische Bretagne. Die Bretagne liegt im Nordwesten Frankreichs. Wir sind an der nördlichen Küste unterwegs. Unsere Reise startet bei Ploumanac an der Rosa-Granitküste. Wir gehen mit dem Kajak aufs Meer, erkunden das legendäre Cap Ferrel mit seiner berühmten Burg, das Seebad Dinard und die Kosarenstadt Saint-Malo. Eine Reise am Wasser entlang bietet immer wieder spektakuläre Ausblicke. Aber auch viele charmante Orte und Sehenswürdigkeiten. Und immer dabei das Meer. Kommen Sie mit, wir erkunden für Sie die nördliche Bretagne. Herzlich willkommen! Da! Ein Traum. Unser Auto passt durch. Das ist nämlich unter 1,80. Hätte man jetzt ein Dachzelt oder hätte einen größeren Camper, dann kann man auf diese Parkplätze nämlich nicht drauf fahren. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber das ist irgendwie eine feine, milde, angenehme Luft. Und genau die richtige Temperatur. Man schwitzt nicht, man friert nicht. An der Rosa-Granitküste verläuft der Zöllnerpfad, wo früher die Schmuggler gejagt wurden. Heute wird er der Wanderweg GR34 genannt, auf dem man übrigens auch die gesamte Bretagne am Meer erkunden kann. Hier trifft man nicht nur Urlauber, sondern auch Menschen, die hier wohnen, kommen gerne hierher. Ich bin jetzt über 20 Jahre hier und es ist immer wieder, ich mache immer noch Fotos. Ne? Du kommst dahin, du siehst die Weite, du hörst das Plätschern und du bist entspannt. Vor 300 Millionen Jahren sind diese unglaublichen Formationen entstanden, durch sogenannte Wollsackverwitterung. Denn oft wirken die Steine wie aufeinander gestapelte, mit Wolle gefüllte Säcke. Oh, jetzt schau mal da, die wunderschönen Formationen da. Und hier kann man jetzt auch ganz genau sehen, warum die Namen haben. Was meinst du, was würdest du denn da für einen Namen geben? Wie so ein Hasenkopf, aber dahinter ist noch mal wie so ein Panzer, vielleicht eine Schildkröte? Ja, das könnte eine Schildkröte sein. Ja. Soll ich mal vorgehen? Gerne, ja. Dann fällst du weich. Ja. Sehr gute Idee. Das ist hier fantastisch mit Ebbe und Flut. Im Moment haben wir wirklich eine große Ebbe und können hier überall rumlaufen. Bei Flut geht das Wasser bis da oben hin. Jutta hat sich mit dem Rosa-Granit intensiv beschäftigt und auch schon Schmuck daraus hergestellt. Ja, schau mal, da haben wir gleich so einen wunderschönen Granit. Eben die besondere rosarote Farbe, die kommt jetzt von einem Silikat, weil Granit ist ja normal, man kennt ihn ja eher grau. Und dieser hier mit der besonderen Farbe, das ist
Einschluss von Silikat, auch ganz geringen Mengen von Hämatit. Allein wenn du hier schaust, es sind so Venen in den Steinen. Es ist Diese Striche, ja, so genau. quer, die so Ja. glänzen und sich farblich abheben. Richtig, und das sind eben dann ist eine andere Gesteinsart, die durch die verschiedenen Eruptionen und Bewegungen dann in dem Stein eingeschlossen wurde. Und wenn man viel Glück hat, kann man auch Kristallvenen finden, also wo sich wirklich Kristalle auch drin gebildet haben. Und ich zeige dir auch mal einen, den ich mitgebracht habe. Den habe ich in der Nähe von Belle-Île-en-Terre gefunden. Den hast du selbst gefunden? Den habe ich selbst Den erstmal in der Größe zu finden? Ja. Und wo findet man die? Es ist ein Amethystweg quasi. Das heißt, dort ist ein Gebiet, in dem sich das bevorzugt findet. Und wenn es jetzt geregnet hat und ein Acker wurde zum Beispiel umgepflügt, dann drüber gehen und schauen. Ja. Und, also die Bretagne schon ein Ort der Geschichte und der Steine, oder? ja. Küsten mit rosafarbenem Granit gibt es nur an 3 Stellen auf der ganzen Welt. Auf Sardinien, in China und eben hier in der nördlichen Bretagne an der Kanalküste. Dieser Leuchtturm an der Einfahrt zum Städtchen Plumanak ist, wie man sieht, aus dem Granit seiner Umgebung gebaut. Offiziell heißt er auch Phare de Marue. Das ist bretonisch und bedeutet roter Stein. Die Bretonen nennen ihre Leuchttürme auch Kathedralen des Meeres. Was macht denn so die Bretonen aus? Also wo ist denn der Unterschied zu den restlichen Franzosen? Man sieht sich doch eher unabhängig. Die Bretonen sagen auch selbst, die Bretagne liegt direkt an der Grenze zu Frankreich. Zum Beispiel wurde im 15. Jahrhundert die Salzsteuer eingeführt in ganz Frankreich. Und Anne de Bretagne hat verhandelt, dass die Bretagne davon befreit war. Die bemerkenswerte Anne de Bretagne war bis zu ihrem Tod 1514 Herzogin dieser Region. Sie war mit 2 französischen Königen verheiratet und hat ihr Leben lang für die bretonischen Interessen gekämpft, wie bei der Salzsteuer. Und das hat jetzt natürlich auch die Eigenart, wenn man sich fragt, wieso gibt es hier salzige Butter? Ja, ihr habt Salz en masse. Ja, genau. Und das Salz war dann hier einfach zur Verfügung zum Konservieren. Ich meine, hier waren ja auch viele Fischfabriken. Hier wurde Fisch konserviert und letztendlich gibt es sogar salziges Karamell. Das Also, glaube ich erst, wenn ich es schmecke. ja, das würde ich dich Sollte gerne ein mal Wink sein. schmecken lassen. Plumanak ist eine der meistbesuchten Ferienorte an der Rosa-Granitküste. Stolz weht hier die bretonische Flagge, wie nahezu überall in der Bretagne. Nebenan gibt's das berühmte salzige Karamelleis. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. So, wir probieren draußen zusammen. Ja. Das haben wir uns sowas von verdient. Wie die Bretagne. Jawohl. Schön. Hier gibt's übrigens eine bemerkenswerte Statue. Schau mal, Das ist sie. das ist sie. Ach, An diesem Strand soll vor rund 1500 Jahren der Lokalheilige Saint-Guirec an Land gegangen sein. Mehrere Wundertaten werden ihm zugeschrieben. das ist er. Oh, da ist er, der heilige Guirec. Die Nase ist ganz zerstochen und das ist ein Brauch, der wirklich schon sehr lange ist. Es wird nachgesagt, wenn Mädchen eine Nadel in die Nase hier reinstecken und dann heiraten sie bald. Ne? Da wollen aber viele heiraten. Da wollen viele heiraten und das ist schon die zweite Figur. Vorher war es eine Holzfigur und die war so abgenutzt, dass sie durch eine Steinfigur ersetzt wurde. Die Zeit vergeht, das Wasser kommt. Oh, oh, oh. So, jetzt sehe ich es nämlich schon kommen. Jetzt sind wir nämlich so spät dran hier. Oh, jetzt müssen wir die Schuhe ausziehen. Okay, Achtung, 1, 2. Merci. Sehr gut.
Bonjour. 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 Hallo. Hallo, oh, das hört sich deutsch an. Das Ja. ist, da bin ich erleichtert, weil mein Französisch nicht so gut ist. Nein. Wir würden gerne hier übernachten Ja. mit dem Camper. Okay, Und wir haben einen Platz. hier. Und gleich links, rum um die Rezeption und dann die zweite nach rechts. Vielen Dank. Danke. Voilà. Danke. Hier stehen aber auch keine Nummern dran. S39. Die Kölner, ich glaub's nicht. Überall sind sie. S39. Ja, da geht's gleich. Die heißen du oder gleich vor. Dankeschön. Ah, jetzt hab ich's, alles klar. Tada. Ja, jetzt hab ich's, alles klar. Wenn Sie mal Hilfe brauchen, ich weiß jetzt, wie es geht. Einmal das Wasser und das Wasser der Franzosen. Ah, okay, so, nichts passiert. Dann cheers. Also ein Kühlschrank an Bord ist auf jeden Fall Gold wert. Il fait bon dormir près de toi. Quand tu fermes les yeux, tu esquisses un sourire. Zeit fürs bretonische Frühstück. Baguette und Butter. Alles nur im Namen der Wissenschaft. Die Bretonen und ihre Butter, das ist schon eine Philosophie für sich. Bretonische Butter gibt's in 3 Salzgraden. Doux bedeutet kaum Salz, Demi-Sel ist halb gesalzen und Beurre Salé hat mehr als 3% Intus. Und jetzt kommt der Geschmackstest. Na, es schmeckt schon mal, aber man schmeckt auch das Salz raus. Ich würde sagen, das ist Demi-Sel. Jetzt mal die ganz salzige. Ich weiß nicht, warum ich salzige Butter zu Hause nicht esse. Obwohl ab jetzt schon. Und was steht heute auf dem Programm? Bei Trégastel erkunden wir die heimische Fischwelt in einem Felsenaquarium. Wir besuchen die erste transatlantische Funkanlage und ein uraltes Steingrab. Der Ferienort Trégastel liegt direkt am Meer. Da lag es nahe, hier für die Besucher ein großes Aquarium in die Felsen zu bauen. In diesem Meeresmuseum über die atlantische Unterwasserwelt ist vieles speziell auch auf die kleinen Besucher abgestimmt. Was in den Becken schwimmt, könnte man auch beim Tauchen an der bretonischen Atlantikküste sehen. In den artenreichen Gewässern leben Knurrhahn, Doraden, Makrelen, Meeräschen und vieles mehr. Wer tiefer eintauchen möchte, kann an Führungen teilnehmen. Ocean ist Tierpflegerin. Sie kümmert sich auch um die Aufzucht von Haien. Das ist ein spannendes Thema, denn wer weiß schon, wie die ihre Kinder kriegen. Haie pflanzen sich über Eier fort. Das hier sind solche Haieier. Wir haben 2 von Katzenhaien und 1 vom Ammenhai. Ich habe hier also 3 unterschiedliche Eier von 3 verschiedenen Haiarten. Kann ich es mal zeigen? Vielleicht kann Laurie euch erlauben, die Seespinne mit dem Finger zu berühren, wie man es auch beim Seestern machen kann. Zum ersten Mal, dass ich eine Seespinne anfassen darf.
Fühlt sich ganz schön rau an. Seesterne gibt's in allen möglichen Farben und Größen. Mit ihren kleinen Tentakeln, erzählt uns Ocean, können sie sich auch an glatten Oberflächen unglaublich stark festhalten. Sie können mit ihren Saugnäpfen sogar Muscheln öffnen, um sie zu fressen. Sogar so kleine Seesterne schaffen das. Auch bei Austern? Ja, auch bei Austern. Der Seestern kann seinen Magen ausstülpen. Der Magen ist ein sehr bewegliches Organ, das in die Muschel eindringen kann, um sie von innen heraus auszusaugen. Wenn der Seestern zu Ende gefressen hat, zieht er den Magen wieder in sich selbst zurück. Es gibt hier eine Menge verschiedener Wasserbecken, die unterschiedlichen Tiefenzonen im Meer entsprechen. Sepien, Tintenfische, können bis zu 200 Meter tief tauchen. Andere bleiben lieber im flachen Wasser und sind auf den Wechsel von Ebbe und Flut eingestellt. Seespinnen, die wir vorhin ja schon kennengelernt haben, leben in Meerestiefen zwischen 3 und 50 Metern. Sogar Seepferdchen gibt es in bretonischen Gewässern. Farblich haben sie sich an die jeweilige Umgebung angepasst. Diese Tarnung ist wichtig, denn da sie nicht gut schwimmen können, müssen sie darauf warten, dass ihre Beute, hier die kleinen Garnelen, nah an ihnen vorbeischwimmt. Wenn Ocean an diese Höhle hier klopft, dann weiß sie, wer gleich rauskommt. Ein ausgewachsener Hummer. Oh, er kommt. Oh, so groß. So big. Diese jungen Meeräschen hier leben quasi unter freiem Himmel. Von den Außenbecken führt eine Treppe hoch auf das Dach des Aquariums, zu den höchsten Felsen von Trégastel. Das hier ist eine Jesus-Statue, denn dieser Platz wurde früher zur Taufe genutzt. Später haben dann hier auch Menschen gewohnt. Und dann wurde das Aquarium hier reingebaut. Kannst du ein Foto von mir machen? Klar, mache ich. 1, 2, 3. Die Bretagne ist schon seit der Steinzeit besiedelt. Bereits vor vielen tausend Jahren fanden Menschen durch das ausgeglichene Klima und ergiebige Niederschläge hier gute Lebensbedingungen. Die Temperaturen sind übers Jahr gesehen mild, Regenschauer und Stürme sehr kurz. Schnee und Frost kennt man hier wegen der Nähe zum Meer kaum. Der Farn ist nicht nur riesig, sondern auch extrem grün, wie ich finde. Irgendwo in diesem grünen Paradies befindet sich eine langgestreckte Kammer aus der Jungsteinzeit. Das muss sie sein. Über 4.500 Jahre ist sie alt und diente als Grabkammer. Geheimnisvolle Muster sind in den Stein gehauen. Verrückt. Sie symbolisieren wahrscheinlich die Brüste der zentralen weiblichen Gottheit in der damaligen Erd- und Fruchtbarkeitsreligion.
Die Menschen in der Jungsteinzeit waren bereits sesshaft und betrieben Ackerbau und Viehzucht. Die Erde stand deshalb im Mittelpunkt ihrer Naturreligion. Überall in der Bretagne findet man Zeugnisse dieser sogenannten Megalithvölker, benannt nach ihren Kultstätten, die vor allem aus großen, unbehauenen Steinen, Megalithen, bestehen. Dieses weiße Monument da drüben ist etwas ganz Modernes. Es ist eine große Radarkuppel, mit der hier in der Bretagne Kommunikationsgeschichte geschrieben wurde. Satelliten, die um die Erde kreisen, gibt es seit den späten 1950er Jahren. Mit dieser Anlage fand in der Nacht des 11. Juli 1962 die erste Fernseh-Live-Übertragung zwischen den USA und Europa statt. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy hielt eine Rede. The President has these historic words. I understand that part of today's press conference is being relayed by the Telstar communications satellite to viewers across the Atlantic, and this is another indication of the extraordinary world in which we live. In der kugelförmigen Hülle befindet sich eine riesige Radarantenne. Sie wurde so auf den Fernsehsatelliten Telstar ausgerichtet, dass sie die Fernsehbilder aus Amerika empfangen konnte. Das Gegenstück befand sich in den USA, von wo die Fernsehbilder zum Satelliten geschickt wurden. Hier in der Bretagne steht somit die damals erste Apparatur in Europa, mit der diese Bilder empfangen werden konnten. Heute ist das Radom, das noch genauso erhalten ist, wie es 1962 errichtet wurde, ein Wissens- und Erlebnismuseum. Übrigens mit einem großen Themenpark drumherum. Die Besucher machen eine Zeitreise zu den Anfängen der Satellitentechnik und zu den Geräten, mit denen alles begann. In der Ausstellung darf man alles anfassen und ausprobieren. Projektionen lassen die Besucher die Zeit der Erstübertragung hautnah erleben. Man schlüpft nahezu in die Rolle der damaligen Techniker. Die Vielzahl der Gerätschaften macht deutlich, welcher Aufwand nötig war, um die Fernsehbilder live zwischen zwei Kontinenten zu übertragen. Und wenn der Alarm erklingt, gilt es für die Besucher, den Notaus zu finden. Sowas macht hungrig, etwa auf eine Galette, eine weitere bretonische Erfindung. Unser nächstes Ziel ist das Fischerstädtchen Paimpol. Wenn man quer durchs Land fahren würde, wären es nur 42 Kilometer. Wir fahren aber an der Küste entlang. Das ist zwar doppelt so weit, aber auch doppelt so schön. Nach 300 Metern links abbiegen auf Rue Saint-Irene. Ich wollte gerade sagen, hören Sie das? Man hört nämlich so gut wie gar nichts, weil es ja ein Elektroauto ist. Aber dann erzählt uns hier das Navigationssystem, wo wir hin müssen. Weil die räumen gerade einen Baum weg. Ja. Guck mal hier, ein ganzer Ast ist da runtergekommen. Da kann ich mit anpacken. Wir machen den Weg frei. You need help? Brauchen Sie Hilfe? Okay, take care. Okay, pull! So einfach geht es hier. André, nice to meet you. Schön, Sie kennenzulernen. Bonjour. Ist das hier eine Geburtstagsparty? Bonjour, we see us before. Nice to meet you. Das ist doch mal gastfreundlich. Hallo, ich kann Deutsch. Oh, wie schön ist das denn? Wo sind wir hier gelandet? Sie sind bei uns, Daniel und Catherine André. Ja. Und wir haben einige Freunde eingeladen, um Pool zu spielen. Sehr schön. Und wir machen danach so ein Barbecue, heißt es auf Deutsch. So, wir werden alles zusammen essen. Ist das nett hier. Und so spontan.
Auch das Haus ist gemütlich. Wow. Ist das schön. Und ihr lebt hier. Ja. Das Super, ist toll. gell? Ja. Ebbe und Flut, das ändert sich immer, Ja. die Landschaft. Also meine Großeltern waren nicht erlaubt, Portugiesisch zu sprechen, in der Schule und so weiter. Aber es gab immer noch einen Kern, der Das aufrecht gehalten hat, der es ja, am Leben genau, gehalten ja. hat. Wir leben anders als in Frankreich. Wir sind ein bisschen mehr unabhängig. Die Leute, die aus Paris kommen, sagen, wieso sind sie so nett? Na, wir nehmen Zeit, wir sind einfach cooler. Scheiße! Scheiße! Oh! Okay. Oh, no. 1 point. Oh. 3 for you. 2 Punkte, besser als kein Punkt. Oh. Was ist das? Wild pork. Wild. Wildschwein. Sanglier. Wildschwein. Chantal. Non, mais avec 2 pics sur le même machin. Attends, je te les envoie. C'est bon? Boah, ist das lecker. C'est très bon, mais c'est très bon. Non, mais c'est très bon. Und dann kommt der Moment, wo das Bretonische alle überwältigt. Wir tanzen nach einem alten Volkslied der Bretagne. Die Altstadt von Paimpol ist voll von kleinen Cafés und Restaurants und von Austernbars. In der Bretagne werden Austern gegessen wie bei uns Pommes frites. Sie werden nahezu überall und auch recht preiswert angeboten. Guten Tag. Guten Tag. Oh, vielen Dank. Austern werden immer in der Schale serviert, mit etwas Meerwasser darin und Zitrone. Mit einer kleinen Gabel löst man sie heraus, um sie herunterzuschlucken. Und, ganz wichtig, Brot und Butter. In Paimpol wurde ab dem 17. Jahrhundert bedeutende Fischerei betrieben und auch Schiffe wurden gebaut, mit denen man bis nach Neufundland und Island fahren konnte. Dieses Geschäft hier in der Altstadt scheint dem Bedarf von Fischern sehr nahe zu kommen. Neben Taschenmessern entdeckt man auch die typischen Fischermesser mit der abgeschnittenen Klinge. Daneben gibt es aber auch jede Menge andere Schneid- und Eisenwaren. Interessant auch für die Besucher, die ein nützliches Mitbringsel brauchen. Aber auch die Einwohner von Paimpol kaufen mir ein. Das sieht man gleich.
Mal sehen, ob wir etwas für unsere Reise finden. Für ein bisschen mehr Stil beim Butteressen. Aber hier gibt es wirklich alles. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur. Un couteau à beurre. Ah, ein Buttermesser. Eine gute Wahl. Kann ich mit Karte zahlen? Ja. Was ein schönes Geschäft. Merci. Wow. Vous aimez la maison? Vielen Dank. Sie mögen das Haus? Es ist ein altes Geschäft. Es ist das älteste Haus hier in Paimpol. Sie sind hier in der ältesten Eisenwarenhandlung der ganzen Bretagne. Ist das Ihr Urgroßvater? Ja. Er hat das Geschäft im 19. Jahrhundert zusammen mit Monsieur Hortel übernommen. Und dann hat es meine Familie, die Jézéquels, von Generation zu Generation weitergegeben. Und ich bin heute in der 5. Unsere Eisenwarenhandlung richtete sich immer am Bedarf des Hafens aus. Ab den 1850er Jahren ging es vor allem um die Islandfischerei. Wir hatten auch eine Werkstatt, in der Messer und Fischhaken für die Islandfischer geschmiedet wurden. Bis 1935 dauerte die Blütezeit der Islandfischerei in Paimpol. Vor der Abfahrt im Februar fand jedes Jahr eine feierliche Einsegnung der Schiffe statt, um die Fischer vor den Gefahren zu beschützen. Wir haben ein Messer rekonstruiert, mit dem man an Bord eines typischen Islandfischereischiffes gearbeitet hat. Diese Messer wurden extra für die Islandfischer gemacht. Sie sind handgeschmiedet. Wir haben sie für Kunden gefertigt, die sich besonders für diese Kultur und Geschichte interessieren. Es ist sehr schwer. Das war ein richtiges Arbeitsmesser. Man hat mit ihm die Kabeljauköpfe abgetrennt und den Bauch der Fische aufgeschnitten. Auf der Klinge sieht man das Symbol von Jézéquel, 2 gekreuzte Angelhaken. Das ist in gewisser Weise das Siegel der Familie Jézéquel. In Paimpol gibt es auch ein kleines Museum, das sich mit der Schifffahrt in dieser Gegend beschäftigt, auch mit der Islandfischerei. Es heißt Mille Marins, was frei übersetzt maritime Welt bedeutet. Joan leitet das Mille Marins Museum. Es liegt in Plubaslanec, 5 Minuten von Paimpol entfernt. Aber wir schauen uns dort etwas in der Nähe an. Let's go. Wir sind jetzt am Friedhof. Dort gibt es eine Mauer für die verschollenen Seeleute. Die Stimmung hier und der Nebel, es ist ein klein bisschen mystisch. Wir haben im Laufe der Jahre rund 2000 Männer an die See verloren, aufgrund von Wetter und Stürmen. Sie waren einfach keine guten Seeleute. Sie waren gute Fischer, aber keine besonders guten Segler. 2000 Verschollene für so eine kleine Stadt. Ja, sie kamen alle aus Paimpol und Umgebung. Und damit die Frauen und ihre Familien einen Platz zum Trauern haben, auch wenn sie nicht die Körper ihrer Angehörigen zurückbekamen, hat die Stadt beschlossen, diese Wand hier im Friedhof den Verschollenen zu widmen. Mussten die Leute hier Islandfischer werden oder wollten sie? Sie mussten. Es gab hier nicht viele Möglichkeiten, außer mit der Fischerei Geld zu verdienen. Und die Islandfischerei brachte ihnen mehr Geld als das Fischen hier in der Gegend. Die Familien waren damals sehr groß, daher sind auch viele Jungen auf die Islandboote gegangen. Jung? Wie alt waren sie? Oft um die 12, 13, 14 Jahre, wenn sie damit anfingen. Also Kinder.
Manchmal gab es Brüder, die mit ihrem Vater auf demselben Boot waren. Wenn dann so ein Boot verschollen war, das war schrecklich für die Familie. Sehr traurig. Hier zum Beispiel steht in Erinnerung an die 3 Brüder, die in Island auf demselben Boot verschollen sind, in 1889. Du kannst dir vorstellen, wie das für die Mutter und die restliche Familie gewesen sein muss. Das harte Leben der Islandfischer hat Pierre Loti, ein bedeutender Schriftsteller des späten 19. Jahrhunderts, zu einem Bestseller verfasst. Darin spielte auch dieses Denkmal eine Rolle. In dem Roman schrieb er, dass die Frauen der Islandfischer hierher kamen, um nach den Schiffen ihrer Männer Ausschau zu halten, wenn sie noch nicht zurückgekommen waren. Rund um Paimpol gibt's viele Strände. An diesem hier kann man nicht nur Sonne tanken und baden, man kann auch Kajaktouren machen. Olivier bietet sie an und weiß auch, wann die beste Zeit dafür zwischen Ebbe und Flut ist. Füße zuerst. Füße zuerst? Das ist ziemlich eng hier. Willkommen an Bord. Bin ich der Captain jetzt? Dann los. Dann los. Ahoi. Brauchen Sie Hilfe? Nein, nein. Alles in Ordnung. Mit dem Kanu ist es leicht, um die vielen Felsen herumzufahren. Für Segler oder Motorbootfahrer sieht das schon anders aus. Unser Ziel ist der Leuchtturm de la Croix. Olivier, der Kanuverleiher, hat mir den Schlüssel mitgegeben. Also dieser Ausblick hier, auch zwischen den Felsen und dann auf diesen Leuchtturm zufahren. Schon nach rund einer halben Stunde ist man am Turm. Doch hier kann man nicht bei allen Wasserständen anlegen. Das hier ist er. The Magic Key. Der Schlüssel für den Leuchtturm. Richtig schönes altes Ding. Es funktioniert. Ich hatte schon Sorge, dass ich umsonst hier bin. Was für ein Juwel, so mitten im Meer. Auch wenn ich hier bei Sturm nicht so gern allein wäre.
Am nächsten Morgen ist Markttag in Paimpol. Wie jeden Dienstag. Das sollte man nicht verpassen. In ganz Frankreich, aber besonders in der Bretagne. So gut wie alles, was hier angeboten wird, stammt aus der unmittelbaren Umgebung. Das bretonische Wetter ist mild, sodass man auf manchen Feldern sogar 3-mal im Jahr ernten kann. Und auf solchen Märkten darf man auch probieren. Möchten Sie mal probieren? Merci, danke. Sie sind richtig süß. Ja, sehr gut. Der Markt in Paimpol gilt als einer der schönsten der Region. Vieles hier kennt man von deutschen Märkten nicht. Schweinefleisch essen die Bretonen besonders gern. Und Backwaren aus Buchweizenmehl, das hier in der Bretagne sehr gebräuchlich ist. Vous voulez goûter? Ah oui, c'est une gluten. Und schmeckt so schon sehr gut. Jetzt überlegt man sich noch ein bisschen gesalzene Butter dazu. Noch besser. Merci beaucoup. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Danke. Im Juli und August gibt es am Hafen auch Märkte am späten Abend. Sogar mit Live-Musik. Von der Rosa Garnitküste kann man bequem zur sogenannten Blumeninsel, der Ile de Bréhat, übersetzen. Das wollen wir heute tun. Dann lernen wir eine schottische Glasbläserin kennen und besichtigen eine wunderschöne Klosterabtei. Zur Ile de Bréhat sind es nur 10 Minuten vom Festland aus. Damit der Spaß nicht so schnell vorbeigeht, kann man auch eine Tour buchen, die erst rund um die Insel führt, bevor das Schiff im kleinen Inselhafen anlegt. Die Ile de Bréhat besteht aus einer Nord- und einer Südinsel, die über eine Brücke miteinander verbunden sind. Zusammen sind sie lediglich 3,5 Kilometer lang. Seit 2024 dürfen maximal 2700 Touristen zwischen 8:30 Uhr und 14:30 Uhr hierher kommen. In der Hochsaison sollte man die Fähre vorab reservieren, denn die Insel ist ein Besuchermagnet. Die Insel ist übrigens autofrei, abgesehen von den Bähnchen, die die Besucher im Waggon über die Insel fahren und landwirtschaftlich genutzten Traktoren. Tipp: ein Fahrrad mitnehmen oder hier mieten und damit die Insel erkunden. Je weiter entfernt man vom Hafen ist, umso ruhiger wird es. Wir sind wieder zurück in Paimpol, an einer Glasbläserei, wo man auch Workshops machen kann. Seit über 30 Jahren arbeitet Julie Johnson als Glasbläserin. Sie ist Schottin und lebt seit mehr als 20 Jahren hier in der Bretagne. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Was muss ich machen? Okay, I have you. Okay, ich habe ein bisschen Farbe für dich. Bist du startklar mit dem Holzlöffel? Okay, ja, okay. Ich habe ihn. Mit dem nassen Holzlöffel wird das Glas in Form gebracht. Nutze die Bank. Alles klar, mache ich. Okay. Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Lass es mich drehen. Lass es mich drehen. Stop, stop.
Ah, Whiskyglas. Ja, ich drehe. Ja, ich drehe es. Dreh es wieder. Turn it. Pull. I don't see it. I press it. Ich drücke es. Ja, ich drehe es. Ich halte es fest. Like squeeze. And open it. Und ich öffne es ein wenig. Dreh es weiter. Das ist fertig. Jetzt finished? Ist fertig? Also ich meine, ich werde es lieben, auch wenn es nicht perfekt ist. Tada! Okay. Jetzt kannst du es wegnehmen. You get it? Oh, this is hot. Ach, ganz schön heiß da drin. Oh, wir brauchen Wasser. Hier. Perfekt. Es ist so heiß da drin. Kann ich es ausziehen? Zieh es aus. Gut gemacht. Cheers. Was ich spannend finde hier in der Bretagne ist, dass die junge Generation wieder die bretonische Sprache lernt. Sie ist stolz darauf, wirklich sehr. Und interessanterweise in einer sehr positiven Art und Weise. Das Gefühl für die bretonische Kultur richtet sich nicht gegen etwas. Also zum Beispiel nicht gegen die Französische Republik oder gegen die französische Kultur. Das Bretonische ist für sie ein Teil von Frankreich. Das ist sehr wichtig. Möchtest du einen Whisky aus der Bretagne? Ich bin ein großer Freund des schottischen Whiskys. Hat der bretonische Whisky einen besonderen Geschmack? Er ist sehr torfig. Okay. Wir sagen auf Bretonisch zum Wohl Irmat. So, cheers, Irmat. Irmat. Pretty good. Gut? It's better, I think. Besser als ich dachte. For the afternoon. So am Nachmittag? Über den Wanderweg GR34, den wir schon kennengelernt haben, fahren wir zur Abtei Beauport. Sie wurde einst zum Ziel vieler Pilger, denn hier befanden sich die Reliquien zweier keltischer Einsiedler. Übrigens, im bretonischen Kulturkreis, dessen Wurzeln im Keltentum liegen, ist das Christentum viel stärker als anderswo vom Respekt vor der Natur geprägt. Denn als die Kelten von der Naturreligion ins Christentum wechselten, wurden ihre Gewohnheiten und Bräuche nicht wie vielerorts brutal abgeschafft, sondern eher umgedeutet und angepasst. So wie die Abtei heute aussieht, scheint sie fast ein Sinnbild dieser besonderen Bekehrung zu sein. Schön an dieser Abtei hier ist, dass sie so rekonstruiert wurde, wie sie im 19. Jahrhundert war. Und da war es schon eine Ruine. Und Ruinen verschmelzen nun mal mit der Natur, werden vom Grün überwuchert. Die Klosterruine Beauport, übersetzt Schöner Hafen, gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke kirchlicher Architektur in der Bretagne und wird oft romantischer Bretagnegarten genannt. Im Sommer finden hier regelmäßig nächtliche Lichtschauen statt. Unmittelbar neben der Abtei liegt ein Camping Municipal, also der kommunale Campingplatz. Die gibt es überall in Frankreich. Die Ausstattung ist oft recht einfach, die Standgebühr dafür immer günstig. Und die Plätze liegen meist an traumhaft schönen Stellen, wie hier, direkt am Meer. Je ne peux pas oublier ton cul et le cran de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Überall ist das Meer weg, nur hier, da ist es noch da, denn es wird aufgefangen in so einem Naturschwimmbecken.
Ein neuer Tag. Von Paimpol geht's nach Lamballe-la-Mort, wo bretonische Pferde gezüchtet werden. Dann zum Cap Fréhel und zur berühmten Ritterburg La Latte. Kannst du Einstellungen vornehmen. An diesem Morgen regnet es zum ersten Mal, doch das hält sich hier am Meer nicht allzu lange. Seit Napoleons Zeiten erstreckt sich in der kleinen Stadt Lamballe über 6 Hektar ein Gestüt. Früher wurden hier Armeepferde gezüchtet. Die werden schon lange nicht mehr gebraucht. Aber Pferde gibt's hier immer noch. Und zwar ganz besondere, bretonische. Sie sind kräftig und dabei wunderschön anzusehen. Die Rasse soll angeblich auf die Pferde der Kelten zurückgehen. Was ein schönes Pferd. Wie heißt es? Elisa. Darf Elisa ein bisschen hiervon haben? Okay. Das ist für mich. Elisa ist ein bretonisches Postpferd. Wir haben hier 2 Zuchtlinien, das bretonische Zugpferd und das Postpferd. Das Postpferd ist das kleinere von beiden. Es ist ein Teil der bedeutenden Tradition hier in der Stadt? Ja, es ist das Pferd der Bretagne. Sie sind klein, stark und schön. Und nett. Sehr süß und friedlich. Das ist schon wichtig, denn Elisa wiegt gut und gerne 800 Kilo. Niemals hinter einem Pferd hergehen, habe ich mal gelernt. Sie möchte sich bewegen. Sie möchte treten? Nein, sie möchte niemanden treten. Sie will sich einfach nur ein bisschen bewegen. Ja, dann wollen wir dasselbe. Darf ich sie mal halten? Wenn sie gehen möchte, brauchst du nur hier zu ziehen. Aber sehr langsam, weil das sehr stark wirkt. Du kannst sie mit dem Strick hier sehr gut halten. Okay. Okay, schön langsam. Und du kannst das hier. Im Kreis gehen. Einfach hier den Strick nehmen. Und ich achte auf ihre Füße, weil 800 Kilo auf meinem Fuß, das wäre nicht so gut. Nein, das wäre nicht so gut. Lass uns lieber wieder reingehen. Ich mach's schon, kein Problem. Wie brav, geschickt und geduldig diese Pferde sind, können Besucher jeden Donnerstag in der Reithalle des Gestüts erleben. Von Lamballe zum Cap Fréhel sind es gute 30 Kilometer. Es erwartet uns eine Landzunge an der Smaragdküste, die weit ins Meer hinausragt. Hier stehen 2 Leuchttürme, zu denen ein schmaler Weg durch die Heidelandschaft führt. Die enorme Lichtstärke dieses Leuchtturms, die den Schiffskapitänen durch den Ärmelkanal hilft, ist ein Stück Technikgeschichte. Hier hat der französische Forscher Augustin Jean Fresnel vor 200 Jahren die Linsentechnik revolutioniert. Die Reichweite des Lichts wird durch die Prismen im Glas enorm verstärkt. Bis heute befinden sich die Fresnel-Linsen in vielen Leuchttürmen auf der ganzen Welt. Der ältere kleine Turm daneben war zu Zeiten des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Noch ein Wachturm, um Feinde frühzeitig zu erkennen. Später diente aber auch er als Leuchtfeuer.
Von den Steilküsten aus konnte man den Ärmelkanal gut beobachten und herannahende Feinde früh erkennen. Aber für eine wirkliche Abwehr brauchte man hier über die Jahrhunderte einen anderen Schutz, um die Küste und die nahegelegene, immer wieder umkämpfte Stadt Saint-Malo zu beschützen. Da ist er. Was ein Bild, die Burg La Latte, wie ein Gemälde, was hier steht. Eine Trutzburg, gebaut von einer reichen bretonischen Adelsfamilie und gleich im 100-jährigen Krieg von Frankreich beschlagnahmt. Eigentlich galt La Latte als uneinnehmbar. Die Engländer belagerten sie 1490, kamen aber nicht rein. Das Burggelände mit Kern und einer Vorburg. Alles gut gesichert. Das perfekte Wetter für eine Burgbesichtigung. Bisschen windig, nicht so heiß. Bonjour. Antoine, bonjour. Hallo André. Wie hat die Verteidigung in Mittelalter und Neuzeit hier funktioniert? Antoine hat Geschichte studiert und ist ein Kenner, was die Mittel angeht, mit denen man sich damals zu verteidigen wusste. Kanonen platzieren konnte man schon im späten 14. Jahrhundert. Man schoss mit Pfeil und Bogen und mit solchen Katapulten konnte man schwere Steine, Feuer und auch Tierkadaver auf den Feind werfen. Und die nächste Brücke. Ja. Ja. Hoho! Stop it! Ha! Ah! Ah! Ja. Ah. Okay. Steht man hier an der Brücke? Ja. Oh, sieht auch die Brandung an. Ja, so. Vom Wasser aus war es kaum möglich, in die Burg einzudringen. Vom Land aus über die Zugbrücke sehr gefährlich. In der Burg gab es mehrere Hindernisse. Die Tore wurden geschlossen. Dann wurde die Zugbrücke hochgezogen. Man brauchte nur einen einzelnen Mann, um sie hochzuziehen. Und sie wiegt 2 Tonnen. 2 Tonnen? Sie ist sehr, sehr schwer. Und doch brauchte man nur 10 Sekunden, um die Zugbrücke hochzuziehen. Unglaublich schnell. Dann ließ man das Fallgitter schnell herunter. Hier wurden dann noch 2 Türen geschlossen, die heute aber nicht mehr existieren. Man sieht nur noch die Aussparungen in den Wänden, an denen die Türangeln befestigt waren. Die Türen wurden dann mit einem Balken gesichert. Und es gab noch ein weiteres Mittel zur Abwehr. Von oben hat man Steine und schwere Holzstücke auf die Feinde geworfen. Und das immer und immer wieder. An Steinen und am Holz waren 2 Seile befestigt. Und so konnte man alles direkt wieder hochziehen und erneut auf die Feinde runterwerfen. Und außerdem benutzte man heißen Sand. Der gelangte bei den Feinden unter die Rüstung und verursachte starke Verbrennungen auf der Haut. Sand. Sand, ja. Es ist sehr heiß. Und es ist wie Öl. Und wir sind am Meer. Es gibt viel Sand unten. Au. Und dann war da noch die Seeverteidigung. Denn von hier aus konnte man es feindlichen Schiffen schwer machen, weiter östlich nach Saint-Malo zu gelangen. Von der tiefsten Ebene der Burg konnte man direkt die Schiffsrümpfe der Feinde treffen. Und dann gibt es noch einen Logenplatz, um alles zu beobachten. Was ist hier noch? Ja, das ist der Donjon, zugleich Wohn- und Wehrturm. Das ist die Stelle, wo der Burgherr gelebt hat und das älteste Bauteil der ganzen Burg. La Latte gehört zu den berühmtesten befestigten Burgen der Bretagne und steht seit 1925 unter Denkmalschutz. Aus dem 18. Jahrhundert erhalten ist dieser Ofen für Kanonenkugeln, die vor dem Abschuss erhitzt wurden. Im Inneren des Donjon, des Burgturms, gibt es eine Ausstellung zur wechselhaften Geschichte der Burg, vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert.
Der Begründer der Burg stammte aus dem bretonischen Geschlecht der Adelsfamilie Gouillon de Matignon. Am Kamin hängt noch heute ihr Wappen mit den Symboltieren Löwe und die Ente. Im 20. Jahrhundert wurde die Burg La Latte einem internationalen Publikum bekannt, als Drehort von Spielfilmen. Am bekanntesten der Historienfilm Die Wikinger aus dem Jahr 1958 mit Kirk Douglas und Tony Curtis, die eine finale Kampfszene auf dem Dach genau dieses Wehrturms hatten. Nur 20 Kilometer von der Burg La Latte entfernt hat übrigens Uderzo, der Zeichner von Asterix und Obelix, schon als Kind Urlaub gemacht. Und es heißt, Hercule habe ihn für die Gallier-Comics zumindest inspiriert. Heute zeigt sich die Bretagne mal wieder von ihrer sonnigen Seite. Perfekt für einen Strandbesuch. Es geht nach Dinard, dem Seebad mit britischem Charme. Wir machen eine Bootstour zu einer Algenfarm und fahren zu einem der größten Gezeitenkraftwerke der Welt. Die Villen aus dem 19. Jahrhundert verleihen dem Ort Dinard ein unvergleichliches modernes Flair. Fast 400 von ihnen gibt es hier. Es ist eine Freude, sie sich anzuschauen. Also hier Dinard, das ist der bekannteste Strand von dieser sogenannten Côte d'Emeraude, also Smaragdküste. Sehr bekannt für die Riesenvillen auch, die du siehst. Also das sieht so aus wie kleine Schlösser. Also das sind viele Engländer, die in den Jahren 1880 hierher gekommen sind. Ja, viele haben sich in diesem wunderschönen Ort verliebt und sie haben dann Riesenhäuser bauen lassen. Die reichen Briten prägten nicht nur die Architektur, sie brachten auch ihre Traditionen mit und gründeten diverse Clubs, darunter auch einen der ersten Golfclubs in Frankreich. Vor allem aber genossen sie den Strand und die dazugehörige Badeanstalt mit ihren rollenden Kabinen. Die heutigen Strandzelte erinnern daran. Dinard verfügt über 4 schöne Strände, doch dieser hier, der Plage de l'Écluse, ist besonders groß und beliebt, auch schon vor über 100 Jahren. 1909 kam zum Beispiel zur Freude der Badegäste der Luftfahrtpionier Roland Garros hierher und stellte mit seinem Flug auf 4.250 Metern Höhe einen Weltrekord auf. Das war ein Spektakel, ja, weil die Leute wollten hier Spektakel haben. Ne? Ja. Das war wichtig. Dinard konnte sich seinen englischen Charme erhalten. Ein Spaziergang durch das Villenviertel lohnt sich. In den Häusern, Gärten und Parks ist der Glanz der Belle Époque allgegenwärtig. Und immer noch werden in manchen Hotels britische Traditionen gepflegt. Zum Beispiel Tea Time zwischen 15 und 17 Uhr. Die Teestunde, ein Privileg der Oberschicht, ist der Inbegriff britischer Kultiviertheit. Entsprechend wichtig ist das Verhalten des Bediensteten. Hier ein kleines Törtchen mit Cheddar und weißem Rettich. Wir machen weiter mit einem Club-Sandwich mit Schinken und rosa Butter. Und hier ist ein kleines Krabbenröllchen mit Seespinne, darin etwas Mayonnaise, verfeinert mit bretonischem Curry. Das ist eine Gewürzmischung, die hier in der Bretagne entwickelt wurde, mit einer leichten Würze.
Nach diesem Gang folgt der süße Part. Im kulinarischen Zentrum der Tea Time Scones mit Clotted Cream und Erdbeermarmelade. Dazu eine Fruchttart und ein Röllchen mit süßer Algenfüllung. Buchweizenblätterteig mit Vanillecreme und ein Krokanttörtchen. Welche Stadt ist das da hinten? Im Hintergrund siehst du Saint-Malo. Sehr schön. Und wenn man in Saint-Malo geboren ist wie ich, dann sagt man, das Schönste in Dinard ist der Blick auf Saint-Malo. Auf dem Weg nach Saint-Malo kommen wir zur Mündung des Flusses Rance. Unter der Brücke, die darüber führt, wird Strom in enormem Ausmaß erzeugt. Vor allem mit der Kraft der Gezeiten. Bei Saint-Malo beträgt der Unterschied von Ebbe und Flut bis zu 12 Meter. Da entsteht eine unglaubliche Menge Wasserkraft. Für den Bau dieses technischen Megaprojekts wurde 1961 mit riesigen Betonzylindern ein Abschnitt der Rance-Mündung trockengelegt. In der so entstandenen Baugrube wurde dann ab 1963 das heutige Absperrbauwerk mit Kraftwerk errichtet. 24 Turbinen sind in das Maschinenhaus integriert. Mit einer Spitzenleistung von 240 Megawatt war das Bauwerk mehr als 40 Jahre lang das größte Kraftwerk dieser Art weltweit. 1966 weihte General de Gaulle das Kraftwerk feierlich ein. Seitdem versorgt es über 300.000 Einwohner ganzjährig mit Strom. Was ein beeindruckendes Bauwerk. Ein Wunder der Technik, hätte mein Opa gesagt. Bevor wir uns die prächtige Stadt Saint-Malo angucken, machen wir einen Abstecher zu ihrem Hafen. Hier werden Fische und Krabbentiere gefangen. Wir sind aber hierher gekommen, um etwas anderes kennenzulernen, für das die Bretagne bekannt ist. Es ist grün, wächst im Meer und man kann es essen. Die Rede ist von Algen. Bonjour. 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 Nice to meet you. Du bist die Kapitänin. You're the captain. You're the captain. Nein, er ist der Kapitän. He's the captain. Welcome on board. We enter. Oh. Walking on the previous boat. This one is a new one, but with this one. We will go to the long Wir fahren zu den Algenpflanzungen, bevor der Wind stärker wird. stronger. The wind will be Der strong. Wind wird stärker. Aber hier Hier ändert sich das Wetter minütlich. All the time. All the time. In Brittany. In der Bretagne ist es ein bisschen wie in Irland. Wir erleben alle Jahreszeiten oft an einem Tag. Schauen wir mal. Wir haben eine Menge Festungen rund um Saint-Malo. Die meisten wurden im 17. Jahrhundert gebaut. Beauftragt von Sonnenkönig Ludwig XIV., ausgeführt von seinem Militärarchitekten Sébastien Le Prestre de Vauban. Hier bei Saint-Malo wurden 4 Forts auf kleinen Inseln errichtet. Sie machten die Hafeneingänge der Stadt uneinnehmbar. So, I see them. Ah, ich kann sie sehen. Yeah. look at that. There we are. I see. So, So viele. On my Meine ersten Algen. seaweed. Ist das hier ein gutes Stück?
Ja. Während des Sommers lösen sich Teile von der Alge ab. Von ganz alleine? Ja. Das hier nennen wir den schönen Teil. Es ist das Meristem. Das wächst über die gesamte Lebenszeit weiter und kann bis zu 5 Jahre alt werden. 5 Jahre, so lange? Sie wachsen zwar bis zu 5 Jahre, aber wir können sie schon nach 5 Monaten ernten. Möchtest du mal probieren? Ja, gerne. Bitteschön. Sie sind deutlich fester zu dieser Jahreszeit als im Frühling. Da sind sie weicher. Schmeckt ein bisschen salzig, knackig und sehr lecker. Gefällt mir. Dies nennen wir Kombu-Alge. Normalerweise wird sie für die Dashi, eine japanische Suppe, genutzt. Und was ist so gesund an den Algen? Verschiedenes. Zum Beispiel die Sorte Meersalat, der ist sehr reich an Magnesium. Man schmeckt es sogar. Im Winter ist er perfekt. In Frankreich kann man übrigens alle Algen essen. Ja, das hoffe ich wohl. Aber man muss auch einiges beachten. Man isst nie herumschwimmende Algen, die nicht festgewachsen sind. Wenn sie einfach nur so im Meer schwimmen, isst sie auf keinen Fall. Warum? Weil man nicht weiß, wo sie herkommen. Vielleicht kommen sie aus verschmutzten Gewässern oder sie fangen schon an, sich zu zersetzen. Das kann man nicht wissen. Also nur Algen sammeln, die noch am Stein wachsen, um sicher zu sein. Außerdem gibt es Algenarten, von denen man nicht zu viel essen sollte. Die Sorte Meersalat ist kein Problem, davon kannst du viel essen. Der Kombu jedoch nicht, weil in ihm sehr viel Jod steckt. Das kann ungesund sein. Muriels Algenfarm liegt zwischen Saint-Malo und der kleinen Insel Cessambre. Man kann Algenexkursionen und Verkostungen bei ihr buchen. Nun sind wir auf der kleinen Insel Cessambre, einem hübschen Badeort, den man aber erst seit 2018 wieder betreten darf. Und ein großer Teil der Insel ist immer noch gesperrt. Man darf sich nur auf ausgewiesenen Wegen bewegen und überall sieht man noch Gefahrenschilder, die davor warnen, die Wege zu verlassen. Muriel erklärt warum. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Insel und auch die Festung von Saint-Malo von den Deutschen als Teil des Atlantikwalls ausgebaut. Einige Bunkeranlagen sind immer noch zu sehen. 400 deutsche und italienische Soldaten waren hier stationiert. Als die Amerikaner kamen, um Saint-Malo und die Insel zu befreien, haben sie diesen Ort hier heftig bombardiert. Diese kleine Insel hier. Diese kleine Insel ist der am meisten bombardierte Ort während des Zweiten Weltkriegs auf der ganzen Welt. 20.000 Bomben in nur 5 Tagen. Sie hat 7 Meter verloren, 7 Meter an Höhe. 7 Meter haben sie weggesprengt. Ja. Menschen hier aus Saint-Malo sagten, dass Cessambre wie ein Vulkan ausgesehen hat, weil es hier 5 Tage lang in einem Fort gebrannt hat. Deshalb kann man hier immer noch nicht überall herumgehen. Man kann nur zum Strand. Und es gibt einen kleinen Weg über die Insel. Weil es so gefährlich ist. Ja, es ist immer noch gefährlich, weil dort immer noch Bomben liegen. Verrückt. Und außerdem ist es auch ein Vogelschutzgebiet. Okay.
da mein selbstgeblasenes Whiskyglas. Und daraus schmeckt einfach alles besser. Richtig schöne Hafenstadt. Und damit man die auch richtig gut sehen kann, mache ich mal eine 360-Grad-Kurve. Einmal rum. So, da hätten wir die Stadt, da den Hafen, da das Meer. In Saint-Malo sorgte die Seefahrt schon früh für Ruhm und Wohlstand. Besonders gut im Geschäft waren die Schiffsbesitzer, die Reeder, die durch ihren erfolgreichen Handel reich und selbstbewusst waren. Im 17. und 18. Jahrhundert kam noch ein einträgliches Nebengeschäft dazu. Der französische König erlaubte den hohen Herren in Kriegszeiten, fremde Handelsschiffe zu kapern, vor allem englische. Saint-Malo war die Heimat von Freibeutern, die Stadt der Korsaren. Den Nachbau eines Freibeuterschiffs kann man heute im Hafen besichtigen. Die gewaltige Festungsmauer aus dieser Zeit wurde im Zweiten Weltkrieg zwar zerstört, aber danach wieder originalgetreu aufgebaut. Monsieur, are you crazy? Hey, bist du verrückt? What are you doing? Was machst du? So, wait, you stand here? Hast du hier drauf gestanden oder auf dieser Seite? Das ist schon in Ordnung. Ich bin Profi. Okay. Das Wahrzeichen von Saint-Malo. Ein Sprungturm in ein Naturschwimmbecken. Der Strand unterhalb der Stadtmauer ist im Sommer der Hotspot bei den Youngstern von Saint-Malo. Wo hat man schon sowas? Und dann noch kostenlos. Gleich noch mal machen. Das wird ein bretonischer Hotdog. In eine Galette, einem Buchweizenpfannkuchen, wird eine Wurst eingerollt. Voilà que le vent rôde, tourne contre la falaise, que la marée taraude. Ce ne sont pas des larmes, ni même de la rosée, que mon visage réclame, juste un peu de buée. Da ist ja Alexandra wieder, die wir in Dinar kennengelernt haben. Sie arbeitet auch in Saint-Malo als Fremdenführerin. Heute geht sie mit einer Gruppe Japaner in das Wohnhaus eines Korsaren, das heute Museum ist. Wir schließen uns an.
Dies war im 18. Jahrhundert das Haus von François-Auguste Margon de Lalande, der auch Direktor der Ostindien-Kompanie war. Vom König hatte auch er einen unterschriebenen Kaperbrief und, wie hier erklärt wird, zusammen mit seinem Bruder 22 Schiffe für den Waren-, aber auch Sklavenhandel. Die Waffen dieser bretonischen Korsaren können hier auch besichtigt werden. Genug von den grausamen Korsaren und rein in die hübsche Altstadt von Saint-Malo. Ein Ort voller Annehmlichkeiten und Verführungen. Das Gebäck ist sehr gut. Möchten Sie probieren? Ja, gerne. Das ist der Klassiker mit Rum und Vanille. Alles selbst gemacht? Natürlich, hier in Saint-Malo in unserem Atelier. Ist der Alkohol drin? Ist da Alkohol drin? Ja, Rum. Das ist okay, oder? Yeah. Wow, it's good. Eigentlich mag ich Rum nicht so, aber hier drin schmeckt er richtig gut. Es ist ein spezieller Rum. Nur eine Rumnote, nicht viel. Okay. Oh, was ist das? Okay, merci beaucoup. Vielen Dank. Tschüss. Bonjour. In diesem Geschäft dreht sich alles um den für die Bretagne typischen Buchweizen. Es gibt Kekse, Mürbeteig-Biskuit aus Buchweizen und sogar auch Nudeln. Buchweizen kommt ursprünglich aus Asien und ist botanisch betrachtet kein Getreide. Er gehört zu den Knöterichgewächsen. Die Pflanze ist recht anspruchslos und kommt daher gut mit den oft recht armen bretonischen Böden klar. In letzter Zeit ist Buchweizen wieder in Mode gekommen, weil er komplett glutenfrei ist. Das Mehl ist sehr gut für die Gesundheit. Das sind geröstete Buchweizensamen. In Japan legt man sie für mehrere Stunden in kaltes Wasser. Das soll gut schmecken und natürlich auch gesund sein. Man hat Vitamin B1, B6, B9. Wenn man es mit kochendem Wasser aufgießt, erhält man Magnesium. Da ich öfter von der gesalzenen bretonischen Butter geschwärmt habe, zeigt uns Alexandra jetzt noch einen ganz besonderen Laden. So, hier ist unser Butterhaus. Ein Haus extra nur für Butter? Ja, genau. Zeige ich dir. Die Butter von Bordier wird unter Feinschmeckern hoch gerühmt. Die Herstellung ist noch sehr traditionell. Die Milch stammt ausschließlich aus der Bretagne. Die Buttermasse wird besonders intensiv geknetet. Die Butter enthält ja immer noch Wasser. Das kann man besonders, wenn man noch Salz hinzufügt, weiter herauspressen. Außerdem schlägt die Maschine noch mal Luft in die Butter. So kann sie ihre gesamten Aromen entfalten. Das ist wie bei einem guten Wein, der ja auch atmen muss. Die Sterneköche dieser Welt bestellen bei Bordier ihr eigenes Kontingent an Butterstücken und lassen ihr Siegel hineinpressen. Spezialität auch die verschiedenen Buttermischungen. Die unterschiedlichsten Buttersorten. Wenn man hier lebt, wenn man hier geboren ist und wohnt, isst man dann auch so viel verschiedene Butter? Ist das so normal? Was normal ist, ist zum Beispiel, dass wenn wir Meeresfrüchte essen oder so, essen wir gern diese Butter mit Algen. Also das passt ganz gut dazu. Oder diese Butter mit Zitrone. Vielen Dank. Könntest du das erschmecken, was ist? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann machen wir jetzt den Test. Okay. Ja? Du guckst nicht hin.
Ah, okay. Und ich würde es dir einfach mal hier auf die Ecke schmieren. Mhm. So. Also ich darf nicht gucken, was da abgeschnitten wurde. Bon Appetit. Oh. Sorry, aber die Farbe war zu einfach. Oh, du hast ja geguckt. Ja, Also eher schmecken. ja, am Ende hatte ich rein. Aber das ist mit Piment. Welche würdest du denn empfehlen? Welches ist die beste? Mit Zwiebeln. Da. Weißt du, warum das auch so gut schmeckt? Wegen der Aussicht, dem Wind, dem Wetter, dem Geruch. Alles perfekt. Was für eine wunderschöne Reise. Immer am Meer lang, mit so netten, herzlichen Menschen, mit so gutem Essen, den schönsten Aussichten überhaupt. Also ich komme auf jeden Fall wieder und kann es Ihnen nur empfehlen. Also, au revoir.